Hallo und willkommen zurück, liebe Zypern-Fans, Zypern-Freunde, potenziellen Zypern-Auswanderer und Unternehmer, die sich für die unternehmerischen und steuerspartechnischen Möglichkeiten auf Zypern interessieren. In diesem zweiten Video der Videoserie über Immobilien auf Zypern treffen wir uns wieder mit Andreas und wir haben heute quasi eine Doppelbegehung geplant. Im Video letzte Woche haben wir euch ja schon eine super tolle, teure Luxusvilla gezeigt und heute treffe ich mich wieder mit Andreas. Ich mache mich gleich fertig und dann werde ich dahin brausen. Und wir sind heute wieder nördlich von Paphos unterwegs und mit dem Andreas filmen wir heute zwei Objekte, wovon das erste Objekt wir in diesem Video besprechen werden oder ich zeige euch in diesem Video das erste Objekt und nächste Woche zeige ich euch dann in einem weiteren Video das zweite Objekt. Wie immer, das Ziel dieser Videoserie ist es, euch einen Überblick oder einen Markteindruck von Zypern zu geben. Was bekomme ich für mein Geld auf Zypern, wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte? Das bedeutet, wie letzte Woche, wir haben den Betrachtungswinkel, was bekomme ich für Summe X in Region Y? Bedeutet als Beispiel, was bekomme ich für 500.000 Euro in Limassol? Was bekomme ich für 1 Million Euro in Paphos, wenn ich eine Immobilie auf Zypern kaufen möchte? Welche Qualität erwartet mich und was bekomme ich für mein Geld? Genau. Und von daher würde ich sagen, ich bin soweit fast fertig vorbereitet. Ich mache mich noch ein bisschen frisch. Dann brausen wir nach Paphos, treffen uns wieder mit Andreas wie letzte Woche und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Hallo und willkommen zurück bei unserer Zypern-Immobilientour. Wir haben heute wieder Andreas dabei. Hallo Andreas. Good morning, hello. Schön, ihn wieder zu sehen. Er begleitet uns heute in eine geschlossene Anlage, in einen abgeschlossenen Gebäudekomplex. Wir gucken uns heute zwei Objekte an. Wir gucken uns jetzt das erste Objekt an. Das ist eine schöne große Villa, wo wir am Pool stehen. Die Villa ist hinter uns. Und wie ihr sehen könnt, wir haben heute ein Highlight für euch mitgebracht. Und zwar eine Front Sea View. Das heißt, erste Reihe unverbaubaren Meerblick. Und dann später, im zweiten Teil des Videos, gucken wir uns ein zweites Objekt an, was auch einen super Meerblick hat. Aber wir fangen mit diesem Objekt jetzt hier an. Andreas, erzähl uns was darüber. Well, you said most of it, yes. We are on the seafront. This is a direct sea-facing villa. It's a gated community at the north of Paphos in one of the most beautiful bays of the area here. But why don't we go inside to have a look? Ja, gute Idee. Lasst uns reingehen. So, jetzt sind wir hier drin in dieser wunderschönen, richtig geilen Villa. Die Villa, ich sag's gleich vorab, die Villa kostet 3.230.000 Euro plus VAT. Das heißt, das ist kein günstiges Vergnügen. Und entschuldigt bitte, dass ich Sonnenbrille trage. Ihr seht hier unten die Fußböden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Marmorfußböden sind. Dadurch, dass die Villa so hell und so weiß ist, die Sonne, die blendet dich hier drinnen teilweise. So hell und lichtfreundlich ist diese Villa. Nichtsdestotrotz, was haben wir hier? Wir haben hier 4 Schlafzimmer. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Wohnzimmerbereich. Den Fußboden habe ich gerade erwähnt. Super cool, höchstwahrscheinlich Marmor. Und wir haben hier auch überall noch diese schönen Stahlsäulen, das sind tragende Säulen. Und ihr seht, es ist groß, es ist weiß. Ich sag mal, hier haben wir locker 50, 60 Quadratmeter. Lass es 50 Quadratmeter sein, einfach nur Wohnzimmer. Und nicht nur, dass wir hier dieses geile Wohnzimmer haben, zum Highlight der Villa kommen wir gleich. Wir haben hier auch noch einen großen Essbereich. Da gehen wir jetzt einmal hin in den Essbereich. Ihr seht ja hier die Böden, alles super geil, die Wände super weiß, super hell alles. Und was ihr vielleicht seht, sind hier oben die Lampen.
Da sind jetzt keine Lampenschirme. Auch hier oben im Wohnzimmer, ihr seht, das ist so ein bisschen, man könnte sagen, das ist so eine Imitation aus teuren Autos, so ein Sternhimmel im Panoramadach. Das ist so ein bisschen eine Imitation. Finde ich recht cool, ist mir gerade aufgefallen. Und wir haben hier den Küchenbereich. Und ihr habt es im ersten Video schon gesehen, auch in diesem Video, es ist wie immer. Die Küche ist nicht ausgestattet, aber ihr könnt natürlich ein Möbelpaket wählen. Das Bauunternehmen, der Bauträger würde euch auch ein Möbelpaket bereitstellen. Oder ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ich kümmere mich hier selber um meine Möbel, ich richte das hier selber alles ein. Wir haben hier neben der Küche haben wir einen kleinen Seiteneingang. Und ja, ihr seht es ja selber, hier auch wieder, hier ist alles. Moment, nein, das ist diesmal nicht Stein, das ist diesmal aus Holz gefertigt, das fühle ich. Das ist Holz. Und lasst uns mal hier schauen. Das ist auch Holz. Aha. In der anderen Villa, da war das aus Stein. Egal, es sieht trotzdem gut aus, es fühlt sich gut an. So, den Küchenbereich haben wir gesehen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir kommen zum Highlight der Villa. Und zwar das Highlight, bevor wir nach oben gehen oder den hinteren Bereich der Villa checken. Das Highlight der Villa, haltet euch fest, das ist die Aussicht. Das ist die Aussicht, wenn wir einmal darüber schwenken. Seht ihr das? Geil. Da liegt sogar ein Boot in der Bucht. Wir sind hier nördlich vom Paphos. Und ihr seht, wir haben einen Pool und wir haben einen exklusiven Ausblick in die Bucht. Und da liegt sogar ein Boot. Und das Wasser ist kristallklar, genauso wie das Poolwasser. Mega geile Aussicht. Und das ist, kann ich euch sagen, das ist der Grund, warum die Villa so viel kostet. Das ist auf Zypern typisch. Du zahlst dir mehr für das Grundstück und für die Lage, wie für das Gebäude, was an sich auf dem Grundstück steht. Und solche Aussichten, so ein Meeresblick und dann noch mit so einem schönen Pool, wo du aus deinem Pool quasi in das Meer reinschauen kannst. Solche Grundstücke, die kannst du hier mit Gold aufwiegen. Und genau das tut das Bauunternehmen natürlich. Solche Grundstücke sind super selten. Und das ist nicht nur irgendeine Bucht, das ist eine der schönsten Buchten von ganz Zypern mit dem besten Wasser. Und genau das bezahlst du hier. Und deshalb kostet die Villa 3,23 Millionen Euro plus Steuer. Das macht den Preis. Und ihr seht, also wenn wir hier Richtung Bucht ein bisschen gehen, mal den Pool neben uns liegen lassen, dann seht ihr, dass wir hier überall Kies aufgeschüttet haben. Wir haben hier schön bodentiefe Sträucher gepflanzt. Und dieser ganze Komplex, in dem sich das Objekt befindet, wir haben es ja am Anfang erwähnt, wir werden noch ein anderes, etwas günstigeres Objekt in diesem Komplex filmen. Dieser ganze Komplex ist 2 bis 3 Jahre alt, also vor 2 bis 3 Jahren wurde der gebaut und die ganzen Büsche und Sträucher, die werden noch ein bisschen wachsen, aber die werden jetzt nicht ins unendlich hohe wachsen. Das heißt, die Jungs sind ja nicht blöd, die haben hier flache Büsche hingebaut oder hingepflanzt, damit nicht der Blick auf die Bucht zuwächst. Also da braucht ihr keine Sorgen haben, dass ihr da mal Büsche rausreißen müsst und durch was Flaches ersetzen müsst. Und wenn wir uns jetzt umdrehen und quasi von der Bucht, vielleicht sieht man uns da im Fenster sogar, juhu, wenn ihr die Villa jetzt seht, wenn ihr ein bisschen links und rechts schaut, schauen wir hier rechts, da stehen ähnliche Objekte rechts und links von der Villa. Das heißt, sind wir ganz ehrlich, mit der Privatsphäre, das ist okay. Also ihr habt Nachbarn, das ist hier auch relativ dicht bebaut, aufgrund dessen, dass halt der Meerblick, der Seeblick so exklusiv ist. Da wollten die natürlich viele lange, dünne Häuser nebeneinander bauen, um möglichst mit dem Meerblick Kasse zu machen. Das ist ja logisch. Ich meine, wäre es mein Bauunternehmen, würde ich das genauso machen. Aber ich würde trotzdem behaupten, wir sind jetzt hier, es ist Freitagnachmittag. Die Leute müssten so langsam von Arbeit wiederkommen, theoretisch. Und es ist hier relativ wenig los. Also so wie das aussieht, sind die meisten Villen hier unbewohnt. Ich glaube, also die sind verkauft, sicher. Das ist die letzte Villa, die überhaupt noch zum Kauf angeboten wird. Die anderen sind verkauft, aber die sehen mir so aus, als ob die unbewohnt sind. Vermutlich sind das für irgendwelche reichen Leute Ferienhäuser. Vermute ich. So, von daher würde ich sagen, gehen wir wieder rein.
schauen wir uns das Objekt mal von innen an. Ich glaube, den Meerblick, den Seeblick von draußen, den werdet ihr jetzt so schnell nicht vergessen. Das ist das absolute Highlight, warum die Villa auch so viel kostet. Und ihr seht, ich komme von draußen, vom Poolbereich und ich komme hier einfach rein in mein Wohnzimmer. Und wenn ihr hier das Möbelpaket nehmt oder euch selber Möbel reinstellt, dann kommt ihr, also das ist einfach offen, das ist geil, das ist schön, auf Zypern kannst du 9 Monate pro Jahr deine Fenster offen haben. Es ist weder zu kalt noch zu warm. Du lebst halt draußen und das ist auch einer der großen Vorteile, warum ich auf Zypern lebe, weil hier so viel draußen stattfindet, das ist man aus Deutschland gar nicht gewohnt. Nichtsdestotrotz, wir haben hier noch einen kleinen Garten, den können wir hier, das ist ein bisschen so schattiger, hier steht auch ein schönes Bäumchen, keine Ahnung, warum da jetzt der Garten ist, ich meine, was sollen sie sonst denn machen, Parkplatz wohl nicht. Und das Schöne ist, wenn wir von der anderen Seite kommen, hier ist die Haustür und wenn du Gäste einlädst hier in deine Villa, ich meine, wenn du so viel Geld ausgibst, du willst ja ein bisschen was zeigen, wenn du Gäste einlädst in deine Villa und die Tür aufgeht und die Gäste reinkommen und du denen gleich so einen schönen Garten präsentieren kannst und sie hereinbittest und dann siehst du den Garten und denkst dir schön und dann kommen die Gäste, gehen in dein Wohnzimmer und dann hast du doch diesen Meerblick dazu. Also ganz ehrlich, wenn ich Big Business machen würde, dann würde ich meine Geschäftspartner in diese Wohnung einladen und die da hinten hinführen. So, aber gucken wir uns den hinteren Teil der Villa an. Ihr seht hier, ihr habt sogar eine kleine Bitcoin-Mining-Maschine inkludiert. Nein, Spaß, das ist der Server, der muss noch connected werden. Und wenn wir hier reinkommen, wir haben einmal auf der Seite ein kleines Bad, das ist das Gästebad. Und ich nehme jetzt auch mal meine Sonnenbrille ab, weil hier hinten im Bereich ist weniger Sonne. Hier können wir ohne Sonnenbrille arbeiten. Wir haben hier ein Gästebad, also direkt neben der Eingangstür, hier ein schönes Gästebad mit Waschbecken. Genau, mit Waschbecken und einfacher Gästetoilette. Und gegenüber vom Gästezimmer haben wir hier auch ein eigenes Schlafzimmer und das ist Südseite. Ihr seht das, der Raum ist auch relativ hell. Hier unten haben wir Parkett, Holz. Ich weiß nicht, was für Holz das ist ein bisschen rau, das ist nicht glatt, aber das fühlt sich gut an. Ich glaube, das ist Parkett, das würde ich bei der Villa erwarten. So. Und hier haben wir dann auch noch ein kleines Bad. Da können wir einmal kurz das Licht anmachen, aber das ist hier gar nicht so einfach. Bath Spots. Genau, und hier drin auch alles Marmor. Ich meine, für den Bereich über 3 Millionen, für den Preisbereich, da würde ich auch erwarten, dass da Marmor überall drin ist. Okay, und dann haben wir hier noch ein weiteres Zimmer. Auch dieses Zimmer hat wie üblich Südseite, Schlafzimmer, da hinten ist ein Badezimmer. Im Endeffekt ist es dasselbe Konzept auf mehrere Zimmer verteilt, da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch hier gibt es wieder ein Badezimmer mit Bath-Spots und alles. Und was cool ist, ihr habt hier dieses Bedienfeld. Das habt ihr in jedem Raum, dieses Bedienfeld. Da ist Pendant, Spots, Bath Strip, Hot Water, Room Off, bla. Ich will das jetzt nicht alles drücken, ich weiß nicht, wofür das ist. Vermutlich für die elektrischen Jalousien, für Licht an und aus etc. Machen wir das Licht hier einfach mal wieder aus. Aber das Konzept habt ihr jetzt, glaube ich, verstanden. Hier ist noch ein Bedienelement. Ich vermute mal, das hat was mit der Heizung oder mit der Klimaanlage zu tun. Ihr habt, wenn ihr hier oben seht, in der ganzen Villa, ihr habt locker 3 Meter hohe Decken, vielleicht sogar noch ein bisschen höher als 3 Meter. Das ist ein cooles Konzept, das auf Zypern mal sehr warm werden kann und dann staut sich die Hitze eher weiter oben im Haus. Aber nichtsdestotrotz kommen wir hier unten im Erdgeschoss in das letzte Zimmer. Ich weiß nicht, ob es das Hauptschlafzimmer ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist zumindest mit so 15 Quadratmeter ungefähr, ist es das größte Zimmer. Und da geht es zur Straße, hier ist der Eingang, das heißt, wenn ihr zur Eingangstür reinkommt, dann geht ihr hier lang und ihr seht es wie überall, ihr habt diese geilen bodentiefen Fenster, die ganze Villa ist mit bodentiefen Fenstern ausgestattet und wenn ihr alle Fenster aufmacht, dann geht hier auch ein bisschen Luft durch und das ist relativ angenehm, muss man sagen. Hier haben wir zusätzlich auch noch Wandschränke. Also man kann es als Schlafzimmer, aber vermutlich ich würde es fast als Büro benutzen hier, weil das einfach, du siehst hier im Eingangsbereich, wer kommt. Es ist die
die Nordwestseite, das heißt, hier knallt nicht so sehr die Sonne rein, aber auch wieder diese schönen hohen Decken, die wir überall haben, das ist schon schön. Also ganz ehrlich, wenn ich das Geld hätte, über die Villa würde ich nachdenken, alleine schon aufgrund des Meeresblickes, den wir da vorne haben. Aber ich würde sagen, hier unten haben wir jetzt alles gesehen. Ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck. Hier auch die Wände, ne? Massivste Wände, keine Zahnpasta. Alarmanlage und das ganze Zeug ist hier natürlich inkludiert, ist ja logisch. Und ich würde sagen, für hier unten war es das und wir sehen uns gleich oben wieder. So, und ich habe wieder meine Sonnenbrille aufgesetzt, weil hier oben dasselbe Prinzip, die Sonne scheint rein, die Villa ist so hell, von daher momentan ist das mit Sonnenbrille besser, sonst kriege ich die Augen nicht richtig auf. Wie ihr seht, wir haben hier eine mega geile Steintreppe, vermutlich auch wieder Marmor oder Granit, was perfekt in diesen Fußboden übergeht. Ihr seht, wir haben hier dieses weiße Gestein, das ist massiv und dann haben wir hier einen schönen Übergang in dieses gemusterte Gestein und das fühlt sich echt, also das fühlt sich sehr wertig an. Nichtsdestotrotz, neben der Eingangstür, habt ihr gesehen, ist die Treppe und wir gehen die Treppe hier hoch. Hier habt ihr auch schön rahmenloses Glas, das ist auch sehr stabil, ich will nicht zu sehr drum rumwackeln, 3,23 Millionen Euro, ich will die Villa nicht kaputt machen. Hier habt ihr die Sicht auf den Eingang des Komplexes, das heißt, wenn ihr die Villa kaufen solltet, dann kommt ihr mit dem Auto da lang gefahren und fahrt hier unten dann in eure Garage und in eure Einfahrt rein. Unten habe ich Quatsch erzählt. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eine 4-Zimmer- oder 4-Schlafzimmer-Villa und unten haben wir 3 Schlafzimmer, aber das Hauptschlafzimmer, das ist hier der obere Bereich, der Master Bedroom und den schauen wir uns jetzt an. Wir kommen hier hoch direkt und wir gehen hier rein. Und das hier ist für das Hauptschlafzimmer das Badezimmer. Und ihr seht, wir haben da und da jeweils ein Fenster, ein Kippfenster. Und auch hier super edle Innenausstattung. Wieder von Hans Grohe, wie unten auch. Also die ganzen Armaturen sind von Hans Grohe. Ihr habt dort eine Badewanne, ihr könnt hier 2 Fenster öffnen und hier ist alles von Kopf bis Fuß in Marmor gepflastert. Ein schöner großer Spiegel. Hier ein Waschbecken. Ich hätte es ganz ehrlich cooler gefunden, wenn hier 2 Waschbecken wären, aber ist okay. Und Toilette, BD. Und hier haben wir eine Dusche. Die ist bodentief. Das ist auch sehr schön. Und das ist das Hauptbadezimmer der Villa. Und was wir jetzt machen, wir gehen jetzt aus dem Hauptbadezimmer wieder raus. Wir gehen den Flur hier gehen wir entlang. Wir haben hier alle Fenster, wir haben hier eine Fensterreihe, wir haben alle Fenster offen gemacht. Es ist September, es ist noch relativ warm auf Zypern, deshalb schwitze ich auch ein bisschen, aber dadurch, dass hier alle Fenster offen sind, ihr seht, hier geht ein Lüftchen und das ist super angenehm. Und was wir hier haben, hier eine schmale Gasse, aber alles voller Einbauschränke. Einbauschränke hin, Einbauschränke her, hier habt ihr bum, Einbauschränke ohne Ende, wie ihr seht. Mega cool. Also für den Herren, für die Dame genug Stauraum, auch wieder mit Fenster zum Öffnen, was ich sehr angenehm finde, da der Wind hier ein bisschen durchgeht. Und das ist hier der Hauptschlafbereich. Zum Außenbereich, warum das so aussieht, kommen wir gleich, das erzähle ich euch. Und das hier ist der Hauptschlafbereich. Ich würde sagen, das sind 20, 25 Quadratmeter und hier passt ein schönes großes Bett hin. Das ist gar keine Frage. Hier passt ein super Bett hin und wenn ihr dann morgens aufwacht, die Sonne geht da auf. Das heißt, die Sonne geht über der Bucht auf. Das heißt, ihr wacht morgens auf, ihr macht das Fenster auf, ihr schaut auf diese traumhafte Bucht und im Hintergrund geht die Sonne auf. Ja, ob das den Preis rechtfertigt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja, habe ich ja vorhin erklärt. Aber wenn ihr das seht, ich meine, da liegt ein Boot. Also super cool, super cool. Und dann kommen wir mal zu dem Bereich hier vorne. Wir haben hier auch wieder schöne rahmenlose Glaspaneele. Das sieht super edel aus. Und wenn wir hier unten gucken, ihr seht hier dieser Bereich, hier alles, das ist voller Beton. Das geht hier auch um die Ecke. Das sieht jetzt nicht so edel aus. Der Hintergrund ist, das hat mir der Andreas erzählt, der Hintergrund ist, dass es wie in Deutschland Bauvorschriften gibt und du darfst zur Größe der Grundstücksfläche nur eine gewisse Wohnfläche bebauen.
Und ja, da Sea View, also Meeresblick, halt relativ teuer ist, habe ich ja gesagt, die Grundstücke sind relativ schmal, dafür aber längs gezogen. Also so viel Quadratmeter sind das hier nicht. Und das bedeutet, in der Villa drinne dürfen die diesen Bereich, der hier einfach so hässlich da ist, gesetzesmäßig dürfen die den nicht ausbauen. Das heißt, das ist die maximale Wohnfläche, die du auf diesem Grundstück halt haben darfst. Und deshalb mussten sie den Bereich hier quasi hier oben kleiner machen als unten. So, und von daher, ich würde jetzt fast sagen, genug erzählt über dieses Objekt. Verkaufspreis kennt ihr, 3,23 Millionen plus Mehrwertsteuer. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt mit diesem wunderbaren Blick über die Bucht ab und sehen uns gleich im zweiten Objekt, weil wir haben ja gesagt, wir gucken uns heute 2 Objekte an. Das ist das teure Objekt, die teure Villa, und wir gehen jetzt zum zweiten Objekt in diesem Komplex und schauen uns das zweite Objekt an. Aber ich würde sagen, genießt noch einmal den Blick und auf geht's!